Lektion eins: Sichern Sie Ihre Wertsachen. Hallo Anna, hast du schon einmal davon gehört, ein Safe zur Aufbewahrung wichtiger Dokumente und Wertsachen zu nutzen? Ach ja, ich habe darüber nachgedacht, mir eins zuzulegen. Wie funktioniert es genau? Nun, es handelt sich um eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit bei einer Bank oder Kreditgenossenschaft. Sie können Dinge wie Ihren Reisepass, Schmuck oder andere Wertgegenstände unter Verschluss halten. Das klingt wirklich praktisch. Wie viel kostet es normalerweise, einen zu mieten? Die Gebühren können variieren, liegen aber in der Regel bei etwa 30 bis 100 US-Dollar pro Jahr, abhängig von der Größe der Box. Ah, Imam, das ist nicht so schlimm. Hast du selbst eins? Ja, ich habe jetzt schon seit ein paar Jahren einen. Es gibt mir die Gewissheit, dass meine wichtigen Gegenstände geschützt sind. Das ist toll zu hören. Ich denke, ich werde versuchen, mir selbst eins zu besorgen. Danke für die hilfreichen Informationen, John. Jederzeit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie während der Einrichtung weitere Fragen haben. Lektion 2: Die Schönheit der Naturschätzen. Hallo Anna, ist dir in letzter Zeit die unglaubliche Schönheit der Natur um uns herum aufgefallen? Definitiv. Die leuchtenden Farben und die aufwendigen Details sind einfach faszinierend. Absolut. Das Spiel des Sonnenlichts mit den Blumen und Bäumen ist einfach atemberaubend. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie Mutter Natur solch atemberaubende Anblicke schafft. Definitiv. Und die Vielfalt ist endlos, von üppigen grünen Wäldern bis hin zu dramatischen Bergpanoramen. Tschüss. Selbst in den kleinsten Details steckt Schönheit, die in den zarten Blütenblättern einer Wildblume. Kann dem nur zustimmen. Es lässt sie die unglaubliche Kunstfertigkeit der Natur wirklich schätzen. Lektion 3: Um Rat bitten. Guten Morgen, Anna. Ich habe eine Frage an Sie. Ich plane eine Reise und weiß nicht, wie ich ein Zimmer buchen soll. Irgendwelche Tipps? Oh, das ist eine tolle Frage, John. Wenn ich ein Hotel buche, achte ich immer darauf, zuerst die Bewertungen anderer Reisender zu lesen. Ah, das ist eine kluge Idee. Diese Perspektive aus erster Hand zu bekommen, ist wahrscheinlich sehr hilfreich. Tschüss. Ich empfehle außerdem, die Preise auf mehreren Buchungsseiten zu vergleichen und das beste Angebot zu finden. Guter Anruf. Ich muss mich umsehen, um sicherzustellen, dass ich das Beste für mein Geld bekomme. Tja, berücksichtigen Sie auch wichtige Faktoren wie Lage, Ausstattung und Hotelbewertungen. Verstanden, das sind alles wirklich wichtige Dinge, die man beachten sollte. Ich möchte sicherstellen, dass ich die perfekte Passform finde. Definitiv. Es wird sich am Ende auszahlen, wenn Sie sich im Vorfeld die Zeit nehmen, Ihre Recherche durchzuführen. Am Ende erhalten Sie ein tolles Hotel. Ich freue mich, dass du all diese hilfreichen Tipps teilst, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet, den Buchungsprozess in Angriff zu nehmen. Ich bin froh, dass ich dir ein paar nützliche Ratschläge geben konnte, John. Lassen Sie mich wissen, wenn bei der Planung Ihrer Reise weitere Fragen auftauchen. Werde ich machen. Nochmals vielen Dank. Ich habe ein gutes Gefühl, eine fantastische Hoteloption gefunden zu haben. Lektion 4: Hausarbeiten. Hallo Anna, ich wollte dich etwas fragen. Wie oft putzt du gerne im Haus? Das ist eine tolle Frage, John.
Ich versuche, regelmäßig den Überblick über die Hausarbeit zu behalten. Der Herd muss alle paar Wochen gründlich gereinigt werden und ich achte darauf, den Kühlschrank und die Schränke etwa einmal im Monat auszuräumen. Ah, ich verstehe. Das ist eine gute Routine. Ich gebe zu, dass ich beim Putzen nicht immer der Fleißigste bin. Ich kann es nachvollziehen. Es ist leicht, dass Dinge etwas vernachlässigt werden, nicht wahr? Aber sich die Zeit zum Aufräumen zu nehmen, kann einen großen Unterschied machen. Du hast vollkommen recht. Ich sollte wahrscheinlich proaktiver vorgehen. Irgendwelche Tipps, wie Sie motiviert bleiben? Nun, ich finde, dass es sehr hilfreich ist, jede Woche eine bestimmte Reinigungszeit einzuplanen. Und ich versuche, es unterhaltsam zu gestalten, indem ich während der Arbeit Musik oder Podcasts spiele. Oh, die Musikidee ist gut. Dadurch kann es von einer lästigen Pflicht zu einer angenehmeren Aktivität werden. Ja, und ich finde auch, dass es sich leichter zu bewältigen anfühlt, wenn man es in kleinere Aufgaben zerlegt. Das macht Sinn. Behandeln Sie jeweils einen Raum oder Bereich, anstatt zu versuchen, das ganze Haus auf einmal zu bearbeiten. Ja, es geht darum, einen Reinigungsrhythmus zu finden, der zu ihrem Lebensstil und ihrer Persönlichkeit passt. Ich mag diesen Ansatz. Ich muss es versuchen und sehen, ob ich besser darin werde, den Überblick zu behalten. Ich bin zuversichtlich, dass du es schaffst, John. Und denken Sie daran, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Kleine Schritte können zu großen Fortschritten führen. Weise Worte, Anna. Okay, ich fühle mich inspiriert, mein Haus in Ordnung zu bringen. Danke für die hilfreichen Tipps. Lektion 5: Künstlerische Bemühungen. Hi, Anna. Ich wollte schon fragen, stehst du auf Kunst oder kreative Hobbys? Weißt du, ich beschäftige mich tatsächlich gerne nebenbei mit ein bisschen Kunst. Ich wollte mehr mit verschiedenen Medien experimentieren. Das ist wirklich cool. Welche Art von Kunst haben Sie erforscht? Nun, ich habe ein wenig mit Acrylfarben gemalt, bin aber auch sehr neugierig darauf, Aquarellfarben oder vielleicht sogar ein paar Mischtechniken auszuprobieren. Oh, Mixed Media klingt faszinierend. Was hat Sie dazu bewogen, das zu erkunden? Mich fasziniert einfach die Idee, verschiedene Materialien und Texturen zu kombinieren, um etwas Einzigartiges zu schaffen. Und ich habe online einige wirklich inspirierende Beispiele gesehen. Das macht absolut Sinn. Ich kann den Reiz dieser Art von künstlerischer Freiheit erkennen. Ja, außerdem habe ich einen Vorrat an beliebigen Künstlerutensilien, Farben, Marker, Buntstifte, die ich unbedingt verwenden möchte. Ah, ich verstehe. Du bist also ein bisschen ein kreativer Hamsterer, oder? Ich kann das nachvollziehen. Ah, du hast mich erwischt. Vielleicht habe ich eine kleine Sammlung an Malutensilien, in die ich unbedingt eintauchen möchte. Kein Urteil hier, Anna. Ich wollte mich selbst mehr mit kreativen Hobbys beschäftigen. Wirklich, was hat Sie interessiert? Nun ja, das Skizzieren und Kritzeln hat mich schon immer fasziniert, aber ich habe mich nie ernsthaft damit beschäftigt. Das ist großartig. Skizzieren kann eine so meditative und lohnende Übung sein. Ja, ich würde es gerne versuchen. Vielleicht könnten Sie einige Ihrer Lieblingstechniken mit mir teilen. So, gerne tausche ich Tipps aus und inspiriere mich gegenseitig. In der Kunst dreht sich schließlich alles um die Reise.
Ich liebe diese Perspektive. Okay, lass es uns tun. Ich freue mich darauf, den Künstler in mir zu entdecken. Wunderbar. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du erschaffst, John. Das gleiche gilt hier. Anna, danke für die Motivation. Ich fühle mich schon inspiriert. Lektion 6: Morgenroutinen. Guten Morgen, Anna. Hatten Sie schon Gelegenheit, Ihre Morgengymnastik zu machen? Worin John? Nein, noch nicht. Normalerweise gehe ich um diese Zeit joggen, aber heute bin ich etwas spät gestartet. Ah, ich verstehe. Ich versuche, meinem morgendlichen Training Priorität einzuräumen, aber ich weiß, dass es manchmal schwierig sein kann, es unterzubringen. Definitiv. Es geht darum, den Rhythmus zu finden, der am besten zu Ihrem Zeitplan und Lebensstil passt. Absolut. Für mich ist es hilfreich, diese Übung gleich als erstes zu machen, um den Ton für den Rest des Tages festzulegen. Ich kann das nachvollziehen. Es ist etwas Besonderes, den Tag mit etwas körperlicher Aktivität zu beginnen, die einem einfach neue Energie gibt. Genau. Und es hilft mir, konzentrierter und produktiver in den Arbeitstag zu starten. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, welchen Unterschied es machen kann. Haben Sie eine Lieblingstrainingsroutine? Ich genieße es sehr, einen schönen, flotten Lauf zu machen. Es macht meinen Kopf frei und bringt mein Blut in Wallung. Das ist großartig. Laufen ist eine einfache, aber effektive Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Definitiv. Und ich finde, es ist eine schöne Möglichkeit, die Nachbarschaft zu erkunden und frische Luft zu schnappen. Ich liebe das. Manchmal vermische ich es und mache eine kurze Sitzung oder ein Krafttraining. Oh, Hit-Workouts können mörderisch sein, sind aber auch so lohnend. Ich muss es mal versuchen. Süluf, es ist eine großartige Möglichkeit, viel Intensität in kürzerer Zeit zu packen. Klingt perfekt für die Tage, an denen ich wenig Zeit habe, aber trotzdem ein solides Training absolvieren möchte. Tja, nun, ich sollte wahrscheinlich zu meinem Lauf aufbrechen, bevor mir der Tag entgeht. Guter Anruf. Viel Spaß beim Training, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass auch meine reinkommt. Hört sich gut an, John. Habt noch einen schönen Resttag. Du auch, Anna. Bis später. Lektion 7: Gesunder Arbeitsplatz. Hi, Anna. Ich wollte deine Meinung zu etwas erfahren. Was macht deiner Meinung nach ein gesundes Arbeitsumfeld aus? Das ist eine tolle Frage, John. Ich glaube, es geht vor allem darum, die richtige Balance zwischen Produktivität und Wohlbefinden zu finden. Absolut. Es geht nicht nur darum, die Arbeit zu erledigen, sondern sie auf eine Weise zu erledigen, die die Gesundheit und das Glück der Mitarbeiter fördert. Ja, Dinge wie komfortable Arbeitsplätze, die Förderung von Pausen und Bewegung sowie die Förderung einer offenen Kommunikation sind von entscheidender Bedeutung. Ich kann nur zustimmen. Diese kleinen Berührungen können einen großen Unterschied in der Moral und im Engagement machen. Definitiv. Und ich denke, dass die Förderung einer Kultur des gegenseitigen Respekts und der Unterstützung ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist. Definitiv. Niemand sollte das Gefühl haben, nur ein Rädchen in einer Maschine zu sein, sondern vielmehr ein geschätztes Mitglied des Teams. Phew. Wenn sich Menschen wirklich umsorgt fühlen, sind sie tendenziell motivierter und investieren mehr in ihre Arbeit.
Das ist ein toller Punkt. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen gedeihen und nicht nur überleben können. Ja, und die Vorteile davon gehen über das reine Wohlbefinden des Einzelnen hinaus. Es kann zu einer besseren Produktivität und besseren Ergebnissen führen. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Was sind Ihrer Meinung nach konkrete Möglichkeiten, wie wir einen solchen gesunden Arbeitsplatz fördern können? Nun, Dinge wie das Anbieten von Wellness-Aktivitäten, die Bereitstellung ergonomischer Möbel und die Förderung von offenem Feedback sind ein guter Anfang. Das sind fantastische Ideen. Ich liebe die Idee, das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu einer echten Priorität zu machen. Puh. Es handelt sich um eine Investition, die sich langfristig auszahlt, sowohl für den Einzelnen als auch für die Organisation als Ganzes. Definitiv. Okay, ich fühle mich inspiriert, hier einige positive Veränderungen umzusetzen. Das ist wunderbar, John. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen es auf unser Team haben kann. Ich auch, Anna. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich schätze Ihre Erkenntnisse wirklich. Lektion 8. Vielfalt ist wichtig. Hi, Anna. Ich habe in letzter Zeit viel über Vielfalt am Arbeitsplatz nachgedacht. Was denken Sie darüber? Das ist ein wirklich wichtiges Thema, John. Ich glaube, dass Vielfalt für die Förderung eines lebendigen, integrativen Arbeitsumfelds von entscheidender Bedeutung ist. Ich stimme voll und ganz zu. Es gibt Menschen in den unterschiedlichsten Formen, Größen und mit unterschiedlichem Hintergrund und diese Vielfalt macht uns stark. Puh. Es geht darum, die einzigartigen Perspektiven und Erfahrungen, die jeder Einzelne mitbringt, anzuerkennen und zu feiern. Definitiv. Und es geht über nur oberflächliche Unterschiede wie Alter oder Geschlecht hinaus. Es geht darum, die tiefere Vielfalt von Gedanken, Ideen und Ansätzen anzunehmen. Ja, wenn Sie ein Team mit unterschiedlichen Hintergründen und Denkweisen haben, führt dies zu kreativeren Problemlösungen und innovativeren Lösungen. Ich liebe diesen Punkt. Vielfalt löst die gegenseitige Befruchtung von Ideen aus, die die Dinge wirklich auf die nächste Ebene bringen können. Puh. Und es ist nicht nur gut für das Unternehmen, es ist auch richtig. Jeder hat es verdient, sich wertgeschätzt und respektiert zu fühlen, so wie er ist. Gut gesagt, Anna. Inklusion und Gerechtigkeit sollten das Herzstück jeder gesunden Arbeitsplatzkultur sein. Definitiv. Es geht darum sicherzustellen, dass jeder unabhängig von seiner Größe, seinem Aussehen oder anderen Faktoren die gleichen Chancen hat, seinen Beitrag zu leisten und zu wachsen. Ich stimme voll und ganz zu. Wir sollten danach streben, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder zugehörig fühlt. Ja, und es beginnt damit, proaktiv in Bezug auf Dinge wie Einstellungspraktiken, Schulungen und Unternehmensrichtlinien zu sein, die Vielfalt und Inklusion fördern. Definitiv. Es ist ein fortlaufender Prozess, der jedoch für den Aufbau einer florierenden, gerechten Organisation von entscheidender Bedeutung ist. Puh. Ich bin froh, dass wir uns darin einig sind, John. Es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich auch, Anna. Ich setze mich dafür ein, meinen Teil dazu beizutragen, mich hier für Vielfalt und Inklusion einzusetzen. Es ist das Richtige. Ich kann nur zustimmen. Ich weiß, dass wir gemeinsam einen echten Unterschied machen können, indem wir einen Arbeitsplatz schaffen, der für alle funktioniert. Absolut. Also gut, fangen wir an. Die Zukunft ist rosig, wenn wir unsere Unterschiede akzeptieren.
Lektion 9: Das digitale Zeitalter. Hi, Anna, was denkst du darüber, wie das Internet und die sozialen Medien unser Leben beeinflusst haben? Oh, das ist eine wirklich interessante Frage, John. Ich würde sagen, dass die Online-Welt Information und Kommunikation definitiv viel zugänglicher gemacht hat. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel wir auf Knopfdruck entdecken und mit ihm in Kontakt treten können. Definitiv. Insbesondere die sozialen Medien haben die Art und Weise, wie wir informiert bleiben und miteinander interagieren, wirklich revolutioniert. Freilich, es hat so viele neue Möglichkeiten zur Selbstdarstellung, zum Lernen und zum Aufbau einer Gemeinschaft eröffnet. Definitiv. Und die Fülle an online verfügbaren Informationen kann unglaublich hilfreich sein. Definitiv. Aber ich nehme an, dass es auch einige potenzielle Nachteile zu bedenken gibt, oder? Psyloph. Dinge wie die Verbreitung von Fehlinformationen und die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit sind berechtigte Bedenken. Oh, sicher. Es geht darum, ein gesundes Gleichgewicht zu finden und achtsam mit der Technologie umzugehen. Wir, wir müssen sicherstellen, dass wir diese Werkzeuge auf eine Weise nutzen, die unser Leben bereichert und nicht, dass wir sie verbrauchen. Definitiv. Es ist sicher ein nuanciertes Thema, aber würden Sie insgesamt sagen, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen? Das ist eine tolle Frage. Ich würde sagen, es hängt wirklich davon ab, wie wir die digitale Landschaft angehen und nutzen. Interessante Perspektive. Was meinst du damit? Nun, ich denke, die Technologie selbst ist neutral. Es ist die Art und Weise, wie wir uns mit ihr beschäftigen, die den Unterschied macht. Ich verstehe, was du meinst. Es kommt darauf an, bewusst zu sein und das Gleichgewicht zu wahren. Wir, bei durchdachter Nutzung kann die digitale Welt ein leistungsstarkes Werkzeug zum Lernen, zur Verbindung und zum Wachstum sein. Diese Sichtweise gefällt mir wirklich gut. Es geht darum, den Switchspot zu finden und uns nicht von ihm kontrollieren zu lassen. Hilf. Es ist eine Fähigkeit, die wir alle noch erlernen, die aber in dieser modernen Zeit so wichtig ist. Gut gesagt, Anna. Ich bin froh, dass wir dieses Thema auf eine nachdenkliche Weise untersuchen konnten. Da gibt es viel zu überlegen. Auf jeden Fall, John. Die digitale Landschaft entwickelt sich ständig weiter, aber ein achtsamer Ansatz ist der Schlüssel. Kann dem nur zustimmen. Okay, ich fühle mich inspiriert, meine Online-Gewohnheiten gezielter anzugehen. Danke für den tollen Chat. Lektion 10: Heroische Showdowns. Hi, Anna, ich habe den Aktionfilm gesehen, den du mir neulich empfohlen hast. Diese Schießereiszene war intensiv. Oh, ich bin so froh, dass du es gesehen hast, John. Die Guten haben da wirklich die Nase vorn, nicht wahr? Definitiv. Ich liebe es, wenn die Helden über die Bösen triumphieren. Es ist so befriedigend zu sehen, wie die Gerechtigkeit siegt. Hilf. Diese hochriskanten, adrenalingeladenen Showdowns haben einfach etwas, das das Blut in Wallung bringt. Völlig. Die Art und Weise, wie sie den Kugeln auswichen und die Kriminellen überlisteten. Es war so spannend zuzusehen. Definitiv. Und die Spezialeffekte waren erstklassig, so dass man das Gefühl hatte, mitten im Geschehen zu sein. Absolut. Ich saß die ganze Zeit am Rande meines Sitzes und fragte mich, wie das alles ausgehen würde.
Ebenfalls. Solche spannenden Momente sind der Grund, warum ich Aktionfilme so liebe. Vereinbart. Es ist einfach etwas an diesem Gefühl der Unvorhersehbarkeit und des hohen Einsatzes, das es so fesselnd macht. Definitiv. Und wenn die Guten die Nase vorn haben, ist das einfach so befriedigend. Man kann nicht anders, als sie anzufeuern. Völlig. Ich habe sie die ganze Zeit unterstützt. Es ist immer viel lohnender, wenn die Helden gewinnen. Triumph. Es ist wie ein Triumph des Guten über das Böse, und das ist immer ein eindrucksvolles Zeuge. Gut gesagt. Solche heroischen Showdowns sind in gewisser Weise einfach unterhaltsam und inspirierend. Definitiv. Sie erinnern uns daran, dass die Rechtschaffenen auch angesichts von Widrigkeiten durch Mut und Entschlossenheit siegen können. Genau. Es ist eine großartige Botschaft und es ist so aufregend zu sehen, wie sie auf der großen Leinwand umgesetzt wird. Definitiv. Nun, ich freue mich, dass dir der Film gefallen hat, John. Heroische Aktionssequenzen sind für mich immer ein Highlight. Das gleiche gilt hier, Anna. Danke für die Empfehlung. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Filmabend. Klingt perfekt. Ich bin mir sicher, dass wir einen weiteren spannenden Thriller finden werden, der uns auf Trab hält. Absolut. Erlebe die heroischen Showdowns. Lektion 11. Faszinierende Entdeckungen. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du neulich etwas über einen interessanten Artikel erwähnt hast, den du gelesen hast. Möchten Sie es teilen? Horazulov. Es war tatsächlich ein wirklich faszinierendes Stück über einige neue archäologische Entdeckungen. Oh, Archäologie, oder? Das ist genau mein Ding. Von welchen Entdeckungen sprechen wir? Nun, offenbar haben sie neue Beweise über die Reise entflohener Sklaven mit der Underground Railroad entdeckt. Wow, das ist wirklich überzeugend. Ich bin froh, dass Forscher weiterhin Licht in diesen wichtigen Teil der Geschichte bringen. Definitiv. Der Artikel ging detailliert darauf ein, wie die Sklaven nachts reisen und sich tagsüber verstecken mussten, um nicht entdeckt zu werden. Ich kann mir die Strapazen, die sie ertragen mussten, nur vorstellen. Schlechtes Wetter, mangelnde Unterkunft, ständige Angst, erwischt zu werden. Der der Artikel machte den enormen Mut und die Beharrlichkeit der Menschen, die für ihre Freiheit kämpften, wirklich deutlich. Das ist unglaublich. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Stärke und Widerstandskraft des menschlichen Geistes angesichts solcher Widrigkeiten. Triumph. Es ist eine eindrucksvolle Erinnerung daran, wie wichtig es ist, unsere Geschichte zu bewahren und daraus zu lernen. Definitiv. Was hat der Artikel sonst noch über die Besonderheiten Ihrer Reise herausgefunden? Nun, es ging darum, wie sie kreative Möglichkeiten finden mussten, sich tagsüber zu verstecken, sei es in Scheunen, Kellern oder anderen geheimen Orten. Faszinierend. Das Maß an Planung und Koordination muss erforderlich gewesen sein, um solch einen gefährlichen Fluchtweg zu bewerkstelligen. Der der Artikel betonte wirklich den Mut und die Entschlossenheit dieser Freiheitssuchenden. Das ist erstaunlich. Ich würde gerne mehr über diese neuen archäologischen Funde erfahren, wenn Sie die Möglichkeit haben, den Artikel zu teilen. Auf jeden Fall, John. Ich werde dafür sorgen, dass ich es dir schicke.
Ich denke, es wird Ihnen wirklich die Augen öffnen und inspirieren. Wunderbar, danke Anna. Dies ist die Art von Geschichte, die es verdient, weithin bekannt und gefeiert zu werden. Ich kann nur zustimmen. Es ist ein so wichtiger Teil unserer gemeinsamen Vergangenheit, der eine tiefere Erforschung verdient. Nun, ich freue mich wirklich darauf, mich darauf einzulassen. Danke für die tolle Empfehlung. Jederzeit John. Ich freue mich immer, über faszinierende Neuentdeckungen wie diese zu sprechen. Eindrucksvoll. Okay, lass das Lernen beginnen. Lektion 12. Nöte der Vergangenheit. Hi, Anna. Ich habe mich gerade über die Entdeckungen der U-Bahn informiert, die du neulich erwähnt hast. Faszinierendes Zeug. Ich bin so froh, dass du es interessant fandest, John. Die Geschichten dieser entflohenen Sklaven sind wirklich inspirierend, aber auch herzerreißend. Absolut. Die Strapazen, die sie auf ihrem Weg in die Freiheit ertragen mussten, sind einfach unvorstellbar. Definitiv. In dem Artikel wurde wirklich hervorgehoben, wie sie im Schutz der Dunkelheit reisen mussten, immer auf der Flucht. Ja, und sie mussten sich tagsüber verstecken, wo immer sie konnten, sei es in der Scheune oder im Keller. Das muss erschreckend gewesen sein. Definitiv. Und das schlechte Wetter, mit dem sie zu kämpfen hatten, die ständige Angst, erwischt zu werden. Es ist einfach herzerreißend, darüber nachzudenken. Absolut. Die Stärke und Widerstandsfähigkeit dieser Menschen ist wirklich demütigend. Alles riskieren für eine Chance auf Freiheit. Ja, sie waren bereit, unvorstellbare Gefahren und Entbehrungen auf sich zu nehmen, nur für die Möglichkeit eines besseren Lebens. Es ist unglaublich. Und ich bin froh, dass Forscher immer mehr Details über ihre türkischen Reisen aufdecken. Definitiv. Es ist so wichtig, dass wir diese Geschichten bewahren und teilen, um die Opfer dieser mutigen Seelen zu würdigen. Absolut. Es ist ein entscheidender Teil unserer kollektiven Geschichte, der es verdient, allgemein bekannt zu werden und in Erinnerung zu bleiben. Gut gesagt, John. Diese Geschichten sind eine eindrucksvolle Erinnerung an die menschliche Fähigkeit zu Mut und Entschlossenheit. Definitiv. Und sie inspirieren uns, den Kampf für Gerechtigkeit und Gerechtigkeit fortzusetzen, auch angesichts scheinbar unüberwindlicher Widrigkeiten. Ja, die Lehren, die wir aus der Widerstandsfähigkeit dieser entflohenen Sklaven ziehen können, sind wirklich von unschätzbarem Wert. Absolut. Ich bin wirklich dankbar, mehr über dieses wichtige Kapitel unserer Geschichte erfahren zu haben. Ja, auch John. Es war augenöffnend und demütigend. Diese Geschichten verdienen es, in Erinnerung zu bleiben und geehrt zu werden. Definitiv. Okay, ich fühle mich inspiriert, noch tiefer in dieses faszinierende Thema einzutauchen. Wunderbar, John. Ich bin mir sicher, dass wir über die heroischen Reisen der Vergangenheit noch so viel mehr entdecken und schätzen können. Absolut. Je mehr wir lernen, desto mehr können wir danach streben, eine gerechtere Welt aufzubauen. Lektion 13. Vielfalt ist die Würze des Lebens. Hi Anna, mir ist aufgefallen, dass du heute ein ziemlich interessant aussehendes Mittagessen mitgebracht hast. Was hast du da? Profes, es ist nur eine Kleinigkeit, die ich mit einigen Resten im Kühlschrank zubereitet habe. Viel Abwechslung. Schön, schön. Von welchen Optionen reden wir hier?
Mal sehen. Ich habe etwas Truthahen, etwas Schinken und ein paar vegetarische Optionen wie geröstete Paprika und sautiertes Gemüse. Oh, das hört sich lecker an. Ich finde es toll, wie Sie es mit verschiedenen Proteinen und Produkten gemischt haben. Definitiv. Ich versuche, eine gute Auswahl an gesunden Speisen zur Hand zu haben, damit ich problemlos eine ausgewogene Mahlzeit zusammenstellen kann. Das ist ein wirklich kluger Ansatz. Hält die Dinge interessant und nahrhaft. Ja, ich finde, dass es durch diese Vielseitigkeit im Kühlschrank und in der Speisekammer viel einfacher ist, sich gut zu ernähren. Ich kann es mir vorstellen. Abwechslung ist der Schlüssel, insbesondere wenn Sie versuchen, konsequent gesunde Entscheidungen zu treffen. Hilf. Es verhindert, dass sich die Essenszeit eintönig oder einengend anfühlt, wissen Sie. Sicher, die Auswahl zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen und Texturen muss das Mittagessen wirklich angenehm machen. Definitiv. Dadurch kann ich meine Mahlzeiten an jeden Tag meiner Stimmung und meinem Appetit anpassen. Das ist ein toller Punkt. Die Möglichkeit, alles zu kombinieren, sorgt dafür, dass sich die Dinge frisch und zufriedenstellend anfühlen. Definitiv. Und es ist hilfreich, um sicherzustellen, dass meine Ernährung eine breite Palette an Nährstoffen enthält. Guter Anruf. Eine abwechslungsreiche Auswahl an Lebensmitteln ist für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung. Ja, ich versuche, eine Vielfalt an Obst und Gemüse sowie mageres Eiweiß und Vollkornprodukte zu verwenden. Klingt nach einer Erfolgsformel. Ich werde hungrig, wenn ich nur an all diese köstlichen Optionen denke. Du bist jederzeit herzlich willkommen, mit mir zu Mittag zu essen, John. Ich teile es gerne. Ich könnte Sie einfach darauf ansprechen. Ein wenig Abwechslung in meinem Mittagessen könnte genau das sein, was ich brauche. Perfekt. Ich freue mich darauf. Abwechslung ist schließlich die Würze des Lebens. Amen, Anna. Okay, ich habe jetzt offiziell Lust auf ein leckeres, abgerundetes Mittagessen. Dann ist die Mission erfüllt. Genieße den Rest deines Tages, John. Du auch, Anna. Ich kann es kaum erwarten, unser nächstes köstliches kulinarisches Abenteuer zu erleben. Lektion 14. Fülle an Wahlmöglichkeiten. Wo, Anna, dieser Lebensmittelladen hat wirklich eine beeindruckende Produktauswahl, nicht wahr? Ruf. Ich liebe die Vielfalt, die sie bieten. Es ist großartig, so viele Optionen zur Auswahl zu haben. Ich stimme zu. Es ist fast überwältigend, um ehrlich zu sein. Es gibt einfach so viel zu sehen. Ich weiß, was du meinst. Es kann am Anfang etwas entmutigend sein, aber ich finde es spannend. Du hast recht, es ist aufregend. In gewisser Weise ist es wie ein Kind in einem Süßwarenladen. Genau. Ich bin mir sicher, dass wir bei all diesen Möglichkeiten genau das finden werden, was wir brauchen. Das ist ein guter Punkt. Eine solche Auswahl macht es definitiv einfacher, alles auf unserer Liste zu finden. Definitiv. Und es gibt nicht nur das Nötigste, sondern auch jede Menge Spezialitäten und Gourmetartikel. Oh, das ist mir aufgefallen. Es ist, als hätten sie jede Art von Gewürzen und Snacks, die man sich vorstellen kann. Ich weiß, es ist beeindruckend. Es ist wirklich für jeden Geschmack und jede Ernährungsvorliebe etwas dabei. Absolut. Es ist großartig, dass sie ein so breites Kundenspektrum bedienen können.
Vereinbart. Es ist so schön, einen Lebensmittelladen zu haben, der in puncto Auswahl über das hinausgeht. Sicher, dies ist definitiv eine der vielfältigeren und gut sortierten Geschäfte, in denen ich je war. Joch, es wird unseren heutigen Einkaufsbummel zu einem echten Vergnügen machen. Ich kann nur zustimmen. Also gut, lasst uns eintauchen und sehen, welche kulinarischen Wunder wir entdecken können. Lektion 15. Grundlagen der Budgetierung. Hallo Anna, ich hätte eine kurze Frage zu den Kosten dieser Reise. Wissen Sie zufällig, wie viel wir heute ausgeben werden? Hi Mem, gute Frage. Basierend auf unserem üblichen Lebensmittelbudget würde ich mehr oder weniger auf etwa $300 schätzen. Okay, 300, verstanden. Und bis wann müssen wir das bezahlt haben? Wenn ich mich recht erinnere, ist das Fälligkeitsdatum für die Lebensmittelrechnung dieses Monats normalerweise der 15. Ah, perfekt. Das gibt uns ein paar Wochen Zeit, um sicherzustellen, dass wir alles abgedeckt haben. Ja, das sollte uns genügend Zeit geben, entsprechend zu budgetieren und die Zahlung pünktlich zu leisten. Großartig, das ist wirklich hilfreich zu wissen. Ich möchte sicherstellen, dass wir keine zeitlichen Probleme haben. Definitiv. Es ist immer gut, seine Finanzen proaktiv zu verwalten, insbesondere wenn es um lebensnotwendige Dinge wie Lebensmittel geht. Absolut. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mir diese Details zur Verfügung stellen. Das hilft mir, mich besser organisiert und vorbereitet zu fühlen. Natürlich gebe ich diese Informationen gerne weiter. Für uns beide ist es wichtig, den Überblick über unser Buckel zu behalten. Vereinbart. Also gut, lasst uns einkaufen gehen und uns an das 300-Dollar-Ziel halten, ja? Hört sich gut an. Ich bin sicher, wir finden alles, was wir brauchen und bleiben dabei innerhalb unseres Buckels. Eindrucksvoll. Geh voran, Anna. Ich bin direkt hinter dir. Wunderbar, lasst uns das machen. Ich bin bereit, unseren Lebensmitteleinkauf zu maximieren. Fantastisch. Das wird ein reibungsloser und erfolgreicher Ausflug, das spüre ich einfach. Lektion 16. Bachwergeplänkel. Hi, Anna, mir ist die Strandkleidung deines Bruders aufgefallen. Badehose, oder? Oh ja, er liebt es, es am Strand locker und bequem zu tragen. Das kann ich verstehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich beim Gehen tendenziell etwas schicker bin. Tiffel, was ist denn deine Lieblingsstrandkleidung? Ich bin gespannt auf deinen Stil. Normalerweise entscheide ich mich für einen schönen Rock und eine Bluse. Ich mag es, etwas zusammengesetzter auszusehen. Das ist ein toller Look. Ich kann verstehen, warum Sie das lieber haben als bloße Badehosen. Genau. Ich mag es, mich gepflegt zu fühlen, auch wenn ich am Wasser entspanne. Das kann ich schätzen. Jeder hat sein eigenes Komfortniveau und seine eigene bevorzugte Ästhetik. Absolut. Und es macht Spaß zu sehen, wie unterschiedlich sich Menschen für den Strand kleiden. Definitiv. Meiner Meinung nach trägt es zum Gesamterlebnis und zur Atmosphäre bei. Ich stimme zu. Darüber hinaus ist es eine großartige Möglichkeit, ihren persönlichen Stil und ihre Vorlieben auszudrücken. Vollständig. Es gibt keine richtige oder falsche Art,
Strandkleidung anzuziehen, solange sie sich sicher fühlen. Gut gesagt, Anna. Ich bin froh, dass wir bei dieser lässigen und dennoch stillvollen Strandmode einer Meinung sind. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, unsere Sichtweisen auf Strandkleidung zu vergleichen. Definitiv. Ich genieße diese kleinen Diskussionen über unsere unterschiedlichen Geschmäcker und Gewohnheiten. Jedenfalls, es ist immer interessant, etwas über die einzigartigen Ansätze des anderen zu erfahren. Vereinbart. Okay, sollen wir rausgehen und unsere Strandlooks zur Schau stellen? Lektion 17. Stärke in der Einheit. Hi Anna, ich wollte dich fragen, wie bleibst du so motiviert und produktiv, auch wenn die Arbeitsbelastung hoch wird? Nun, John, ich finde, dass ein starkes Unterstützungssystem den entscheidenden Unterschied macht. Ich verlasse mich sehr auf die Menschen um mich herum. Das ist ein toller Punkt. Es muss so wertvoll sein, dieses Netzwerk von Kollegen und Freunden zu haben, auf das man sich stützen kann. Definitiv. Ich weiß, dass ich niemals alles alleine schaffen könnte. Es erfordert wirklich eine Teamleistung. Ich kann es mir vorstellen. Manchmal können die Aufgaben selbst für den engagiertesten Mitarbeiter überwältigend sein. Beruf. Deshalb stelle ich sicher, dass ich um Hilfe bitte, wenn ich sie brauche. Ich habe keine Angst davor, zu delegieren oder zusammenzuarbeiten. Das ist ein kluger Ansatz. Der Versuch, alles alleine durchzustehen, kann schnell zum Burnout führen. Ja, ich habe gelernt, dass es in Ordnung ist, zuzugeben, wenn ich mich überfordert fühle. Meine Kollegen sind immer da, um mitzuhelfen. Das ist fantastisch. Es ist inspirierend zu hören, wie Sie dieses unterstützende Netzwerk um sich herum aufgebaut haben. Danke, John. Und ich ermutige Sie, dasselbe zu tun. Wir alle brauchen manchmal diesen zusätzlichen Schub. Wissen Sie, Sie haben recht. Ich neige dazu, die Dinge alleine zu regeln, aber vielleicht sollte ich offener für eine Zusammenarbeit sein. Ich denke, das würde Ihnen wirklich nützen. Wenn man Herausforderungen gemeinsam angeht, fühlt man sich viel leichter zu bewältigen. Ich stimme zu. Okay, ich werde mich bewusst darum bemühen, mehr zu erreichen und die Stärken meiner Mitmenschen zu nutzen. Das ist wunderbar, John. Ich habe keinen Zweifel, dass Sie einen echten Unterschied in Ihrer Produktivität und Ihrem allgemeinen Wohlbefinden feststellen werden. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Sichtweise mitzuteilen. Es hat mich wirklich motiviert, meinen Ansatz zu überdenken. Ich bin so froh, das zu hören, John. Denken Sie daran, wir stecken alle in einer gemeinsamen Sache. Zögern Sie nicht, diese Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Definitiv. Danke, Anna. Hier geht es darum, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Lektion 18. Fliegen Sie nach Galveston. Hi Anna, ich habe gehört, dass du bald eine Reise nach Galveston planst. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich freue mich wirklich darauf. Ich habe so tolle Dinge über die Stadt gehört. Das ist großartig. Ich war selbst schon ein paar Mal dort und es ist ein wunderbarer Ort für einen Besuch. Oh, großartig. Habt ihr Empfehlungen für mich, wie ich dorthin komme? Absolut. Es gibt mehrere Fluggesellschaften, die direkt zum Flughafen Galveston fliegen, was wirklich praktisch ist. Wunderbar, das ist gut zu wissen. Ich muss mir die Flugoptionen und Pläne ansehen.
Definitiv. Und der Flughafen liegt ganz in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, sodass Sie sich problemlos fortbewegen können. Perfekt, das sind wirklich hilfreiche Informationen. Ich möchte sicherstellen, dass ich eine effiziente und angenehme Reise plane. Ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden. Galveston hat so viel zu bieten. Die Strände, das historische Viertel, die Meeresfrüchte. Es klingt wie ein Traum. Ich kann es kaum erwarten, alles selbst zu erleben. Gibt es weitere Tipps, die Sie uns geben können? Hey Mem, lass mich nachdenken. Oh, ich würde empfehlen, leichte und bequeme Kleidung einzupacken. Das Wetter ist normalerweise recht angenehm. Guter Anruf. Ich werde das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ich anfange, meine Garderobe für die Reise zu planen. Eindrucksvoll. Und vergessen Sie nicht, etwas Zeit zum Entspannen und Genießen der Küstenatmosphäre einzuplanen. Auf jeden Fall, das ist ein Muss. Ich möchte wirklich in den Galveston-Lebensstil eintauchen. Ich denke, du wirst es lieben. Es hat einen so einzigartigen und charmanten Charakter. Ich bin mir sicher, dass ich das tun werde. Ich weiß es zu schätzen, dass du diese hilfreichen Tipps teilst, John. Das macht meine Vorfreude auf diese Reise noch größer. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Einblicke geben konnte. Genießen Sie Ihre Zeit in Galveston. Lektion 19. Den Moment nutzen. Hi, Anna. Ich wollte etwas von dir leiten. Ich habe über den Verkaufsplan nachgedacht, den wir neulich besprochen haben. Oh, ausgezeichnet. Was denken Sie darüber? Ich bin gespannt auf Ihre Meinung. Nun, ich denke, es ist ein solider Plan, aber ich habe mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, ihn noch effektiver umzusetzen. Interessant. Was hatten Sie im Sinn? Ich bin immer offen für Möglichkeiten, wie wir unsere Strategie optimieren können. Ich dachte, wir könnten versuchen, die Verkaufszahlen in noch kürzerer Zeit wirklich zu steigern. Oh, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das wäre eine tolle Möglichkeit, unsere Ziele noch schneller zu erreichen. Genau. Ich denke, wenn wir uns wirklich zusammenreißen, könnten wir einen Weg finden, den Plan zu beschleunigen. Ich liebe diese Energie, John. Lassen Sie uns eintauchen und sehen, welche Ideen wir entwickeln können, um dies zu erreichen. Großartig, ich freue mich darauf, loszulegen. Ich denke, mit unserem gebündelten Fachwissen können wir echte Magie bewirken. Hilf. Das ist die Art von Herausforderung, die ich gerne annehme. Ich bin bereit, die Arbeit zu investieren und Ergebnisse zu sehen. Fantastisch. Okay, lassen Sie uns die Einzelheiten festlegen und mit der Umsetzung dieses Plans beginnen. Hört sich gut an. Ich habe ein tolles Gefühl dabei. Wir werden diese Umsatzziele absolut übertreffen. Ich kann nur zustimmen. Dies ist unser Moment zu glänzen, Anna. Lasst es uns ergreifen. Ja, lasst es uns tun. Ich bin voller Tatendrang und bereit, dies fehlerfrei umzusetzen. Das ist der Geist. Okay, lasst uns loslegen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir erreichen können. Lektion 20. Vielfalt annehmen. Hi, Anna, ich wollte mit dir über etwas sprechen, worüber ich in letzter Zeit nachgedacht habe. Natürlich, was geht Ihnen durch den Kopf? Ich habe immer gerne ein Ohr. Nun, ich habe viel darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, Vielfalt sowohl in unserem Privatleben als auch in unserer Arbeit zu akzeptieren.
Das ist ein wunderbares Thema, das es zu erkunden gilt. Ich stimme voll und ganz zu, dass Vielfalt ein so entscheidendes Element ist. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass es etwas ist, das unsere Erfahrungen und Perspektiven wirklich bereichern kann. Ich kann nur zustimmen. Wenn wir uns für unterschiedliche Hintergründe und Sichtweisen öffnen, kann das wirklich transformativ sein. Definitiv. Ich habe festgestellt, dass es den entscheidenden Unterschied macht, mit einer offenen und neugierigen Einstellung an Situationen heranzugehen. Definitiv. Dabei geht es nicht nur darum, Vielfalt zu tolerieren, sondern sie aktiv zu feiern und daraus zu lernen. Gut gesagt. Ich denke, dass Menschen also oft Widerstand gegenüber Dingen haben, die ihnen unbekannt oder anders sind. Du hast so recht. Aber wenn wir dieser Vielfalt mit Glauben, Mut, Geduld und Dankbarkeit begegnen, können erstaunliche Dinge passieren. Absolut. Es geht darum zu erkennen, dass es unsere Unterschiede sind, die uns als Kollektiv stärker machen. Ja, wir können so viel gewinnen, wenn wir die einzigartigen Perspektiven und Erfahrungen anderer annehmen. Kann dem nur zustimmen. Ich denke, dass es eine so wichtige Denkweise ist, die es zu kultivieren gilt, sowohl beruflich als auch persönlich. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist eine Reise, aber eine, die so lohnend und erfüllend ist. Gut gesagt. Ich bin dankbar, dieses Gespräch mit dir geführt zu haben, Anna. Es hat mich wirklich inspiriert. Das freut mich sehr zu hören, John. Ich freue mich, dass wir gemeinsam über die Kraft nachdenken konnten, die Vielfalt mit sich bringt. Ich auch. Auf weiteres Wachstum, Verständnis und die Feier unserer Unterschiede. Dünn gesagt, ich bin gespannt, wohin uns diese Denkreise führt, sowohl als Einzelperson als auch als Team. Absolut. Die Zukunft ist rosig, wenn wir mit offenem Herzen und offenem Geist an sie herangehen. Kann dem nur zustimmen. Lassen Sie uns diesen Dialog fortsetzen. Es gibt noch so viel mehr zu diesem Thema zu entdecken. Ich bin dabei, Anna. Dies ist erst der Anfang eines wirklich bedeutungsvollen Gesprächs. Lektion 21 Namensspiel. Hi, Anna, ich wollte schon immer fragen, wie heißt dein Hund nochmal? Oh, der Name meines Hundes ist Luna. Was ist mit dir? Hast du ein Haustier? Ja, das tue ich. Sein Name ist Max. Er ist ein echtes Energiebündel. Oh, Max klingt nach einem lustigen Welpen. Wie lange hast du ihn schon? Eigentlich habe ich Max schon seit ein paar Jahren. Er war ein großartiger Begleiter. Das ist wunderbar. Ich habe Luna seit etwa einem Jahr und sie hat so viel Freude in mein Leben gebracht. Ich kann es mir vorstellen. Die bedingungslose Liebe eines Haustieres ist wirklich etwas Besonderes, nicht wahr? Phew, es ist erstaunlich, wie sie mit ihrer Anwesenheit den Tag verschönern können. Definitiv. Max ist immer da, um mich mit seinem wedelnden Schwanz zu begrüßen. Es ist das Beste. Ich kann das nachvollziehen. Luna hat die süßeste kleine Rinde, die mein Herz zum Schmelzen bringt. Oh, ich wette. Haustiere haben tatsächlich die Möglichkeit, sich in unsere Zuneigung einzuschleichen, nicht wahr? Das tun sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich jetzt ohne meine kleine Luna machen würde. Das gleiche gilt hier für Max.
Er ist zu einem so wichtigen Teil meines Lebens geworden. Ich liebe das. Es ist so toll, dass wir beide diese pelzigen Freunde haben, mit denen wir unser Leben teilen können. Vereinbart. Haustiere können unsere Erfahrungen wirklich bereichern, nicht wahr? Pfiuh. Ich bin froh, dass wir heute unsere geliebten Gefährten näher kennenlernen konnten. Ich auch, Anna. Über unsere Haustiere zu sprechen war ein echter Höhepunkt meines Tages. Lektion 22. Achtsame Momente. Hi, Anna, ich wollte dich etwas fragen, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist. Natürlich, was ist das? Ich leihe gerne ein Ohr. Nun, ich habe das Gefühl, dass ich zu viel Zeit damit verbringe, gedankenlos auf meinem Telefon zu scrollen, auch wenn ich es nicht wirklich brauche. Ah, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mich dabei ertappt, genau das Gleiche zu tun. Es ist fast wie ein Reflex, nicht wahr? Wir greifen einfach automatisch zu unseren Telefonen, ohne darüber nachzudenken. Definitiv. Es ist zu einer solchen Gewohnheit geworden, aber es ist nicht immer die beste Nutzung unserer Zeit und Aufmerksamkeit. Genau. Ich habe versucht, bewusster darauf zu achten, wann und wie ich mein Telefon benutze, aber das kann eine Herausforderung sein. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist schwer, diese Angewohnheit abzulegen, aber sie ist so wichtig für unser Wohlbefinden. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass viele von uns heutzutage damit zu kämpfen haben. Tja, mir ist sogar aufgefallen, dass es manchmal meine Produktivität und Konzentration beeinträchtigen kann. Uff, ja, das ist für mich auch eine große Sache. Ich werde durch Benachrichtigungen oder einfach nur gedankenloses Scrollen abgelenkt. Ich höre dich. Es ist so leicht, in diesen digitalen Strudel hineingezogen zu werden, selbst wenn wir wichtige Dinge zu erledigen haben. Genau. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir beide etwas bewusster mit der Nutzung unseres Telefons umgehen. Ich kann nur zustimmen. Wir müssen dieses Gleichgewicht finden und sicherstellen, dass unsere Geräte nicht unser Leben beherrschen. Definitiv. Gibt es irgendwelche Tipps, die Ihnen dabei geholfen haben, dieser gedankenlosen Telefongewohnheit Einhalt zu gebieten? Ein paar Dinge haben bei mir funktioniert. Wenn ich zum Beispiel während der konzentrierten Arbeitszeit mein Telefon in einen anderen Raum lege, Oh, das ist gut. Das muss ich mal ausprobieren. Irgendetwas anderes? legen Sie außerdem bestimmte Zeiten fest, zu denen Sie soziale Medien oder E-Mails abrufen, anstatt sie ständig zu aktualisieren. Ah ja, das macht sehr viel Sinn. Die Festlegung dieser Grenzen ist der Schlüssel. Ja, es erfordert etwas Disziplin, aber es lohnt sich, unsere Aufmerksamkeit und Präsenz zurückzugewinnen. Ich bin bei dir. Okay, ich fühle mich motiviert, einige Änderungen vorzunehmen. Danke für den tollen Rat, Anna. Lektion 23. Enge Zeitpläne bewältigen. Hi, Anna, ich wollte den Verkaufsplan, an dem wir gearbeitet haben, noch einmal durchgehen. Ich mache mir etwas Sorgen um den Zeitplan. Oh, ich verstehe. Was denken Sie? Ich bin offen für die Suche nach Möglichkeiten, wie wir den Plan optimieren können. Nun, ich mache mir Sorgen, dass wir die Ziele möglicherweise nicht innerhalb des ursprünglich besprochenen zweiwöchigen Zeitrahmens realistisch erreichen können. Hi, Mem, da kann ich deine Besorgnis verstehen. Das ist ein ziemlich enger Zeitplan, den wir festgelegt hatten. Genau.
Ich fürchte, wir müssen den Plan möglicherweise anpassen, um uns etwas mehr Luft zu verschaffen. Das ist ein berechtigter Punkt. Machen wir einen Schritt zurück und sehen wir, was wir tun können, um es erreichbarer zu machen. Hört sich gut an. Gerne erarbeite ich gemeinsam mit Ihnen mögliche Lösungsansätze. Hilf. Ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn wir unsere Köpfe zusammenstecken, einen Weg finden werden, dies zum Erfolg zu führen. Ich schätze deine positive Einstellung, Anna. Okay, beginnen wir mit der Neubewertung der konkreten Ziele und Fristen. Gute Idee. Vielleicht können wir den Zeitplan etwas verlängern, ohne die Gesamtziele zu gefährden. Genau. Und vielleicht gibt es Bereiche, in denen wir bestimmte Prozesse verschlanken oder optimieren können. Definitiv. Ich bin mir sicher, dass es Möglichkeiten für uns gibt, intelligenter und nicht nur härter zu arbeiten. Definitiv. Ich bin gespannt darauf, einzutauchen und zu sehen, was wir daraus machen können. Ja, auch John, das ist die Art von Herausforderung, die ich wirklich gern annehme. Exzellent. Okay, dann lasst uns loslegen. Ich bin zufrieden mit unserer Fähigkeit, eine tragfähige Lösung zu finden. Phew. Ich weiß, dass wir mit unserem gebündelten Fachwissen einen Weg finden werden, diesen Plan zu einem durchschlagenden Erfolg zu machen. Ich kann nur zustimmen. Okay, fangen wir an. Die Uhr tickt. Lektion 24: Brillante Budgetierung. Guten Morgen, Anna. Ich wollte das Budget für unser bevorstehendes Projekt besprechen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Auf jeden Fall, John. Gerne bespreche ich mit Ihnen die Budget-Details. Was hast du im Kopf? Nun, ich versuche, mir ein klares Bild davon zu machen, welche Ressourcen wir genau benötigen und wie viel sie kosten werden. Großartig, lasst uns eintauchen. Welche Art von Informationen suchen Sie konkret? Ich würde gerne einen besseren Überblick über die unverzichtbaren Artikel und die damit verbundenen Kosten innerhalb unseres Budgets bekommen. Okay, verstanden. Ich kann Ihnen auf jeden Fall dabei helfen, die wesentlichen Komponenten und deren Verfügbarkeit zu ermitteln. Fantastisch. Und natürlich müssen wir sicherstellen, dass alles mit unseren allgemeinen Haushaltszwängen im Einklang steht. Wir, wir müssen unsere Bedürfnisse und Prioritäten sorgfältig mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen abwägen. Absolut. Was wäre Ihrer Meinung nach der beste Ansatz, um dieses Problem anzugehen? Lass mich nachdenken. Ich denke, der erste Schritt wäre, eine umfassende Liste von allem zu erstellen, was wir brauchen. Tolle Idee. Das wird uns eine solide Grundlage geben, auf der wir arbeiten können. Definitiv. Und da können wir Preise und Verfügbarkeit für jeden Artikel auf der Liste recherchieren. Richtig, damit wir abschätzen können, was innerhalb unserer Budgetparameter machbar ist. Wir, auf diese Weise können wir fundierte Entscheidungen über unsere Ressourcenallokation treffen. Wunderbar. Ich bin wirklich gespannt darauf, das herauszufinden. Was sollten Ihrer Meinung nach unsere nächsten Schritte sein? Nun, ich würde vorschlagen, dass wir uns etwas Zeit nehmen, um die Liste durchzugehen und die Zahlen zu ermitteln. Hört sich gut an. Sollen wir später heute ein Treffen planen, um detaillierter darauf einzugehen? Ja, das funktioniert bei mir.
Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen soliden Budgetplan aufstellen können. Fantastisch. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, das mit mir durchzugehen, Anna. Natürlich, John. Ich freue mich, dass wir zusammenarbeiten können, um sicherzustellen, dass wir über die Ressourcen verfügen, die wir für den Erfolg benötigen. Absolut. Okay, lasst uns loslegen. Ich bin gespannt, was wir erreichen können. Lektion 25: Lebenslanges Lernen. Hi, Anna, ich wollte dich fragen, wie bleibst du motiviert, weiter zu lernen und zu wachsen? Das ist eine tolle Frage, John. Ich finde, dass die ständige Suche nach Feedback und neuen Herausforderungen der Schlüssel ist. Das macht sehr viel Sinn. Es ist leicht, selbstgefällig zu werden, wenn man sich nicht anstrengt. Ja, ich versuche immer, Bereiche zu identifizieren, in denen ich mein Wissen verbessern oder erweitern kann. Ich bewundere diesen Drang, sich weiterzuentwickeln. Haben Sie bestimmte Strategien, die Sie anwenden? Nun, ich versuche wirklich offen für konstruktive Kritik zu sein, sowohl von Kollegen als auch von Mentoren. Das ist ein kluger Ansatz. Es kann sehr wertvoll sein, Feedback anzunehmen, auch wenn es schwierig ist. Beruf. Und ich lege Wert darauf, mir inkrementelle Ziele zu setzen, damit ich stetige Fortschritte mache. Ich liebe das. Die Unterteilung in überschaubare Schritte scheint eine gute Möglichkeit zu sein, motiviert zu bleiben. Definitiv. Es verhindert, dass ich mich überfordert oder entmutigt fühle. Das macht sehr viel Sinn. Und wie gehen Sie mit Konflikten oder Rückschlägen auf dem Weg um? Ich versuche, positiv zu bleiben und sie als Gelegenheiten zum Lernen und Wachsen zu betrachten und nicht als Hindernisse. Das ist so eine tolle Einstellung. Die Aufrechterhaltung dieser Widerstandsfähigkeit muss von entscheidender Bedeutung sein. Und ich erinnere mich immer daran, dass ein bisschen Kampf Teil des Prozesses ist. Weise Worte, Anna. Es ist inspirierend zu hören, wie Sie über Ihren Ansatz zum kontinuierlichen Lernen sprechen. Danke schön. Es ist etwas, das mir wirklich am Herzen liegt. Ich glaube, wir sollten niemals aufhören zu wachsen. Ich kann nur zustimmen. Sie geben ein fantastisches Beispiel und ich weiß es zu schätzen, dass Sie Ihre Erkenntnisse teilen. Ich freue mich. Lebenslanges Lernen ist so wichtig und ich bin froh, dass ich eine hilfreiche Perspektive bieten konnte. Definitiv. Das war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Ich fühle mich motiviert, die gleiche Einstellung anzunehmen. Das ist wunderbar zu hören, John. Ich bin mir sicher, dass Sie Großes leisten werden, wenn Sie diesen Geist der Neugier bewahren. Ich schätze die Ermutigung. Bleiben Sie neugierig und hören Sie nie auf zu lernen.